Ja, hallo ihr Lieben. Heute tauchen wir ein in das Thema musikalisch spielen und ich erwähnte ja schon, dass ich wieder öfters Videos machen werde von unterwegs, weil ich sehr viel unterwegs bin. Ehe jetzt gar kein Video kommt und ihr gar nichts mitnehmt, werde ich einfach von unterwegs drehen. Das Thema musikalisch Klavier spielen, ich wollte da schon lange ein Video drüber machen und viele von euch, die nach Noten spielen, die fragen sich vielleicht, ja, wieso klingt das bei mir nicht musikalisch oder so abgehackt und was fehlt überhaupt noch an Essenz, an diesem Rezept, an dieser Zutat, damit es rund, voll und schön klingt. Es klingt immer noch so wie ein Abspielen von Noten und wir werden jetzt mal ein bisschen in die Tiefe eintauchen. Am Ende des Videos werde ich euch auch nochmal praktische Tipps am Klavier direkt geben. Das Wichtigste ist, bevor du ein Stück anfängst, solltest du dir erstmal eine Vorstellung darüber machen, wie es überhaupt klingt. Das ist unheimlich wichtig, weil es gibt auch diese verschiedenen Stilepochen, Musikepochen, zum Beispiel Bach sollte eigentlich auch anders klingen als ein Mozart oder ein Beethoven. Mach dir vorher einfach Gedanken, wie du es haben möchtest, wie du es hörst, damit du es dann auch so spielen kannst. Viele machen den Fehler, dass sie einfach loslegen und einfach ohne nachzudenken die ersten Töne spielen und im Nachhinein ist es einfach dann auch nicht mehr korrigierbar. Deswegen, bevor du anfängst zu spielen, überlegst du dir, machst du dir eine Hörvorstellung von dem Stück und achtest darauf, dass du nicht nur richtige Töne spielst, sondern auch dir Gedanken darüber machst, wie der Klang des Stückes sein soll und dementsprechend kannst du es dann eben auch spielen. Was hat das Stück für einen Charakter? Was hat das Stück für eine Stimmung? Ist es traurig, lustig, fröhlich? Als Pianist ist man immer noch so ein bisschen auch so eine Art Schauspieler und versetzt sich auch immer in die Stimmung rein. Das heißt, wenn ich ein lustiges Stück spiele, heißt es noch lange nicht, dass ich in dem Moment wirklich lustig bin oder gut drauf bin. Ich kann genauso gut in einem sehr melancholischen, traurigen, düsteren Zustand ein fröhliches Stück spielen. Das ist genau das, was ein Profi von einem Amateur unterscheidet. Deswegen ist es auch sehr wichtig und auch hilfreich, Stücke zu spielen, die du nicht magst und die dir schwer fallen und die dir eigentlich gar nicht liegen. Zum Beispiel musste ich als Kind Hindemith spielen, weil jeder hat so seine Lieblingskomponisten, Lieblingsstücke und wie gesagt, die beste Technik entwickelt sich dadurch, dass du eben auch die Herausforderungen eingehst und Hürden überwindest, Stücke und Komponisten und Musik zu spielen, die dir gar nicht liegt. Da lernst du dann tatsächlich am meisten. Was ich auch oft wiederhole und immer wieder sage, ist, spiel nicht nur die Noten, sondern spiel auch die Pausen. Die Pausen zu spielen ist wie ein Stück atmen lassen. Wenn du die Pausen überspielst und nur dich auf die Noten konzentrierst, wird da keine Musik draus. Die Pausen sind unheimlich wichtig für Zäsuren, für das Atmen lassen der Musik. Also merke dir, achte auf die Pausen, zähl sie konstant mit und spiel sie dann auch exakt, möglichst exakt. Schon allein, wenn du diese 3 Punkte beachtest, wird dein Spiel wesentlich musikalischer werden. Und jetzt zeige ich dir auch gleich noch diese praktische Übung, die du gleich in dein Üben mit integrieren kannst. Wir nehmen eine klassische 5-Finger-Übung, die jeder kennt, aber oft nur mechanisch gespielt wird. Das Wichtigste für einen schönen Klang ist das gebundene Spiel, auch Legato genannt. Jeder Ton ist mit dem nächsten verbunden, wie Perlen auf einer Schnur. Es gibt keine Lücken und keine Brüche. Du spielst den ersten Ton. Wir nehmen die Grundstellung in der C-Dur-Tonlage, C. Dann spielst du mit dem zweiten Finger D, lässt das C mit dem Daumen liegen. Und erst wenn die Taste D heruntergedrückt ist, löst du den Daumen vom C. So machst du weiter bis zum 5. Finger. Also anschlagen, lösen, anschlagen, lösen, anschlagen, lösen, anschlagen, lösen, anschlagen, lösen,
anschlagen, lösen. Das gleiche machst du auch mit der linken Hand. Wir spielen C, dann D, lassen das C liegen, lösen es, anschlagen, lösen, anschlagen, lösen, anschlagen, lösen, wieder zurück, anschlagen, lösen, anschlagen, lösen, anschlagen, lösen, anschlagen, lösen. Das ist eine sehr effektive Legato-Übung, die du bitte nur langsam und kontrolliert übst und möglichst auch nur jede Hand einzeln. Als nächstes bringen wir Dynamik ins Spiel. Wir werden lauter und leiser, das nennt man Crescendo, lauter werden, und Diminuendo, leiser werden. Fang ganz leise an. Teste erst einmal, was dein leisestes überhaupt ist, dein leisester Ton. Fast wie Flüstern. Und dann stell dir vor, du füllst den Raum mit Klang. Und dann geht es wieder zurück. Gleichmäßig leiser werden, bis der letzte Ton wieder ganz sanft verklingt. Das ist wie eine Welle. Sie baut sich auf und ebbt wieder ab. Um es noch kontrollierter zu praktizieren, kannst du beim letzten Ton einen kleinen Stopp hinzufügen. Und auch mit der linken Hand. Das kannst du auch mit beiden Händen praktizieren. Und jetzt noch eine dritte Übung, der Seufzer. Bei dem Seufzer nehmen wir einen anderen Fingersatz, und zwar immer den zweiten, dritten. Du fängst bei C an. Und kannst die ganze Tonleiter hoch und wieder runter spielen. Bei dem Seufzer ist es so, dass wir von laut zu leise seufzen. Also es ist umgekehrt. Wir fangen mit dem lauten Ton an. Und der zweite Ton ist leise. Hier machen wir es anders. Wir betonen also den ersten Ton.